glaube, das ist an. Ja, super, danke schön. Ja, herzlich willkommen. Ich ups, nehme mir mal den Pointer. Genau, herzlich willkommen von mir. Mein Name ist Arne Schömann. Ich verantworte bei ITNRW das ganze Themenfeld KI. Und ITNRW ist der IT-Dienstleister des Landes NRW und damit dem bevölkerungsreichsten und vermutlich auch dem des zukünftigen neuen deutschen Bundeskanzlers. Hallo, Maximilian Kelpert, mein Name. Ich komme von Capgemini, bin dort zuständig für alles, was Daten und KI im deutschen Public Sector ist und hatte die Freude, das Projekt gemeinsam mit Arne von Stunde 1 zu begleiten. Super, ich hatte für gerade noch so ein paar Anmerkungen, die spare ich mir jetzt aber auf, weil also in NRW zum Beispiel sind die Brücken schon längst eingestürzt, deswegen ist das, glaube ich, und ein Untersuchungsausschuss ist tatsächlich da unterwegs, um das Ganze aufzuarbeiten. Also wenn die Brücken noch stehen in Berlin, dann genau, seid ihr noch am Anfang. Genau. Genau, ja, ich freue mich aber heute vor allen Dingen mit NRW Genius euch was anderes zu erzählen, nämlich wie wir versuchen, in NRW KI in Anwendung zu bringen. Und nachher gibt es die Technical Deep Dives, da sind wir komplett außen vor. Die Frage, die sich uns nämlich gerade auch in der Diskussion gestellt hat, ist, ganz ehrlich, es ist doch technisch da. Also warum ist es nicht schon längst in Nutzung? Warum ist das nicht schon längst Standard? Warum ist das nicht schon längst viel, viel breiter? Und das waren jedenfalls meine ersten Gedanken, als ich das gehört habe, wo ich dachte, Leute, wir haben alle irgendwie ominöse Probleme, irgendwas Diffuses, warum wir nicht in die Cloud können. Und das ist zum Teil sehr gerechtfertigt, weil wir als Verwaltung mit Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern handeln. Aber warum nutzen wir die Technologien, die nicht da sind? Und meine Theorie, meine These ist, es hat nichts mit Technik zu tun, sondern hat ganz andere Gründe und ein paar versuche ich gleich zu zeigen. Einer der Gründe, warum wir überhaupt uns mit KI beschäftigen, seht ihr auf der linken Seite, der demografische Wandel. Bis 2030 werden rund 25% aller Beschäftigten in NRW in Ruhestand treten. 25%, das macht ungefähr eine Fachkräftemangel aus von rund 800.000 bis 900.000 Personen, die uns fehlen werden. Und ich weiß ja nicht, was jetzt eure Einschätzung ist, aber wie leistungsfähig empfindet ihr denn so den Staat? Also wie gut sind eure Erfahrungswerte, die ihr habt mit Public Services? Ja, und noch mehr Personal auf ein kaputtes System zu schmeißen, weiß ich nicht, ob das fixt. Aber wir müssen ja irgendwie damit klarkommen. Wir müssen damit klarkommen, dass wir mit weniger Personen was machen können, die Leistungsfähigkeit irgendwie erhalten können. Und die Potenziale, die generative KI verspricht, sind immens. Also ich habe hier euch eine McKinsey-Studie mitgebracht, 33% Senkung des Fachkräftemangels und. Also ganz große Zahlen und Hoffnungen, die sich damit vermischen. Und ja, das ist im Grunde der Kern, warum wir uns mit dem Thema GenAI jetzt so auf den Weg gemacht haben und warum das Thema auch so ja, gehypt ist bei uns. Enormes Potenzial. Eine Sache steht hier aber nicht drauf, weil das mache ich ungern schriftlich, wenn das nachher verteilt wird. Nämlich der eigentliche Grund ist, unsere Beschäftigten nutzen das eh schon längst. Also das ist ja kein Geheimnis. Also wenn ich unterwegs bin bei uns im Unternehmen oder in der Verwaltung und mal rausfahre zu den Kommunen oder zu anderen Behörden, die nutzen das eh alle schon längst. Also das Problem dabei ist nur, stellt mal die Frage bei eurem bevorzugten KI-Programm, was weißt du alles über mich? Oder hey, ChatGPT, rate mal meine Position im Unternehmen. Ja, da kommen ganz spannende Ergebnisse bei rum und das ist nur ein Datenpunkt, also ein Datenpunkt von einem Beschäftigten. Wenn jetzt aber alle Beschäftigten der Landesverwaltung auf einmal Daten in Hyperscaler, also amerikanische Hyperscaler oder von mir aus auch chinesische Hyperscaler reinkippen nachher. Was machen die mit den Daten? Was passiert damit, wenn auf einmal das Opting-out nicht per Default gesetzt ist oder ein Update kommt? Das ist mir letztens passiert, da bin ich rausgeflogen aus dem Pricing-Plan von OpenAI und dann wird standardmäßig auf einmal das Opting-out wieder deaktiviert. So, das sind glaube ich, ganz komische Sachen, die dann da entstehen, eine große Sicherheitslücke. Und da müssen wir irgendwie was gegenhalten. Und das war für uns der Anlass, mit
NRW Genius im Grunde so einen ersten Schritt zu machen. Also das ist auch kein großes Thema. Also die Chatbots, haben wir ja gerade schon gehört, sind erstmal der einfachste Weg. Warum? Weil sie KI erfahrbar machen. Mit dem Genius haben wir es jetzt geschafft, eine Anwendung zu bauen, die entlang der gesamten Verwaltungsprozesskette, so nenne ich das, also kurzum überall eigentlich helfen kann. Also man hat irgendwie Dokumente, man möchte die befragen, man hat irgendwie Standardfragen, die man adressieren muss. Ja, da hilft nun mal ein Chatbot. Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Und ich fand auch vorhin die Frage total gut zu sagen, womit fangen wir denn an? Ja, kleine Pilotprojekte. Ich war letztens in einer Kommune in NRW unterwegs, die haben tatsächlich mit einer Nvidia-Grafikkarte, die sie noch irgendwie rumgeflogen hatten, tatsächlich einen Chatbot aufgebaut, mit Olama einfach deployed und dann haben sie erstmal eine Anwendung gehabt und konnten damit Erfahrung machen. Total super. Hilft auch total, weil was macht das? Es macht das Ganze greifbar. Und greifbar heißt, man kann das Potenzial besser erschließen. Ist das skalierfähig? Mal so gar nicht. Ja, das heißt, alles, was da reingesteckt wird an Ideen, dient im Grunde nur dazu, herauszufinden, wo hilft es mir nachher wirklich in der Verwaltung. Und das haben wir mit dem Genius gebaut. Nicht ganz so Low-Level vielleicht jetzt wie die Kollegen. Das heißt, wir haben von Anfang an die Skalierbarkeit mitgedacht. Und wie haben wir das gemacht? Naja, wir haben ganz schnell gestartet. Wir haben nämlich keine Hardware gehabt. Das heißt, wir mussten in die Cloud und haben da im Grunde angefangen aufzubauen und haben dann im Grunde eine Plattform dahinter gebaut. Jetzt ist es so, wir haben es gebaut, wir haben es pilotiert, ja, es ist auch in Nutzung, also wir haben eine Riesenzahl von 100 Beschäftigten da drauf gelassen. Warum 100? Ist ganz witzig, tatsächlich wird das mit der gleichen Zahl auch derzeit in den USA erprobt, in einem der Verwaltungsämter dort. Jetzt nicht der Genius, aber ein verwandtes Produkt. Und warum haben wir das gemacht? Naja, wir haben ein großes Problem, nämlich wir müssen unsere Personalvertretung überzeugen, also Betriebsräte jetzt für die freie Wirtschaft. Das ist der größte Pain gewesen bis jetzt bei uns. Was wir aber geschafft haben, ist, wir haben Erfahrungswerte auch da geschaffen, wir haben sie mitgenommen und dadurch haben wir es geschafft, aus der Pilotierung rauszukommen in die Skalierung. Und das sorgt für riesige Nachfrage und riesige Nachfrage von allen Behörden bei uns. Ich habe jetzt mal die Zahlen mitgebracht. Wir haben in NRW rund 18 Millionen Personen, die dort wohnen. Wir haben 427 Kommunen, also die da drunter sind. Und insgesamt, wenn man sich die Zahl der Beschäftigten anguckt, 300.000 Menschen arbeiten im öffentlichen Dienst, also fürs Land. Das heißt, da sind Lehrer, da sind Polizisten drunter gefasst, das macht auch den Großteil aus, Gott sei Dank. Aber auch allgemeine Verwaltungsdienste werden darüber abgebildet. Das sind ungefähr 140.000. Also eine riesige Zahl an Nutzenden. Und wenn wir es denen ermöglichen, schneller zu werden, sagen wir mal, ja komm, 10%. Also wenn die 10%, was ja keine große Sache ist, aber 10% besser werden, total super. Ja, da können wir ganz viel mit erreichen. Jetzt kommen noch die kommunalen Beschäftigten dazu, also das, wo die wirkliche Arbeit stattfindet, also die Massenverfahren, das, was die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich erfahren, das, was vor Ort stattfindet, wo Verwaltung erlebbar wird, da haben wir nochmal 500.000. Also eine riesige Zahl an Nutzenden. Das schaffen wir nicht mit unseren paar Grafikkarten, die wir zusammenkratzen können. Ja, das geht halt nicht. Das heißt, wir brauchen eine Lösung, die irgendwie skalierfähig bleibt. Gleichzeitig haben wir aber auch das Thema, dass genau die Anwendungsfälle, wo KI derzeit besonders gut klappt, nämlich dieses Generative, da haben wir enorm hohen Bedarf. Also wir haben viele textbasierte Dokumente, wir haben leider aber auch interne Daten, ja, wir haben personenbezogene Daten, das heißt mal alles in die Public Cloud zu gehen, das ist für uns erstmal schwierig gewesen. Das heißt, wir brauchen irgendwie eine Lösung, die das abbilden kann. Und jetzt versuche ich mich auch an dem Thema das Publikum einzubeziehen. Ich habe euch eine Zahl mitgebracht, ja? 3.492. Wer weiß, was es ist? Ja, also wofür könnte das stehen? Das würde mich jetzt total interessieren. Irgendeine Idee? 3.492. Vorlagen, ja, sehr gut. Akten vielleicht, ja. Vorlagen, genau. Ja, ist falsch. Genau. Ja. Es sind also pro Person oder. Um Gottes Willen. Nee, um Gottes Willen. Ja. Da reden wir über viel mehr. Wir schreiben sehr gerne Verwaltung. Ja, andere Idee? Anfragen pro Tag? Ja, nee, das wäre viel zu gering. Genau. Fachverfahren? Ja, leider auch nicht. Was es ist die Pro-Kopf-Verschuldung der Kommunen.
Also umgerechnet die Gesamtschuldenquote aller Kommunen pro Bürger. 3.492 €. Oder anders ausgedrückt, 63,4 Milliarden der Kommunen in NRW. Und die sollen jetzt KI machen. Ja, die sollen jetzt dieses Hype-Thema KI in Umsetzung bringen. Mach mal NIS 2, ja, also mach mal ein bisschen höheren Sicherheitsstandard und jetzt auch noch GenAI, ganz neue Technologie, ganz neue Use Cases, zusätzlich zu euren Aufgaben. 63,4 Milliarden. Das kann nicht klappen. Ja, das funktioniert einfach nicht. Genau, ich hatte vorhin gezeigt, wir haben irgendwie um die 420 Gemeinden, die haben jeweils eigene IT-Dienstleister, die haben eigene Netze, manche haben die IT komplett bei sich, es ist nicht standardisiert, das kam jetzt auch schon ein paar Mal das Thema auf. Extrem schwierig, ja, unter so einem Druck jetzt auf einmal ein neues Hype-Thema hochzuziehen, ganz komplex. Wir haben also jetzt die Aufgabe, irgendwas zentral bereitzustellen. Wir sind der Landes-IT-Dienstleister, das ist eigentlich unser Job. Das ist eigentlich unser Job zu machen. Für die Kommunen jetzt nicht laut Satzung, aber da kann man ja dran arbeiten. Was wir jetzt also versucht haben, ist das Thema GenAI hochzuziehen und haben angefangen mit der Beschaffung von KI-Hardware, also NVIDIA-Servern. Das hat gedauert. Ja. Das lag nicht unbedingt an NVIDIA, sondern es lag an den Procurement-Prozessen, die wir halt haben. Wir haben auch nur begrenzte Kapazitäten. Verwaltung ist immer darauf ausgelegt, den Job zu machen, nicht darauf ausgelegt, das Problem zu lösen. Das heißt, es wird tatsächlich so viel Geld bereitgestellt, dass wir das erfüllen können, was die Aufgabe ist. Wir haben kein Investitionsvolumen, wo man jetzt sagen kann, wir investieren mal vorsorglich in eine Zukunftstechnologie. Wir investieren in ein größeres, moderneres Datacenter. Das ist schwierig, das muss man abbilden im Haushalt. Und das wurde in der Vergangenheit nicht in dem Maße gemacht, dass wir jetzt noch Kapazitäten hätten, da groß nachzuschieben. Und das letzte Thema, die Inkompatibilität zwischen den Netzen. Also das heißt, die einzelnen Kommunen können gar nicht miteinander kommunizieren. Das heißt, die haben eigene Netzbereiche, ja, die man nicht so einfach zusammenlegen kann. Das schreit alles danach, dass wir in die Cloud gehen, aber sicher. Und da haben wir mit Confidential Computing tatsächlich einen Ansatz jetzt gefunden, wie wir das Ganze verproben wollen. Und ich glaube, damit springe ich mal rein in die Anwendung, wie wir das gemacht haben. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt hier auslöse. So. Ein Klick, okay. Wir haben es in unsere Anwendung einfach integriert, indem wir einen Endpunkt ansprechen, den wir über Agile Systems erreichen können, einen Confidential Computing Endpunkt. Und ich habe das jetzt mal hier dargestellt im Vergleich zwischen den beiden Sprachmodellen Mixtral und dem Confidential Llama Modell, einfach um zu zeigen, wie funktioniert das Ganze in Anwendung. Also für uns war die Integration eine der wesentlichen Aufgaben. Wir haben dafür 2 Wochen gebraucht. Deswegen, weil es über Weihnachten war. Also ich weiß noch genau, das war irgendwie kurz vor Weihnachten, wo wir gesagt haben, oh, lass uns das mal machen. Und dann kamen die Feiertage und dann hat das ein bisschen länger gebraucht. Aber was ihr jetzt hier seht, ist im Grunde, wie einfach es ging. Ja, also wir konnten das schnell integrieren. Wir reden immer über den gleichen OpenAI API-Standard, den wir alle verwenden. Das heißt, da waren keine großen Anpassungen notwendig. Die Latenz, die wir ausprobieren wollten, also wie schnell ist das eigentlich? Haben wir da Probleme? Wie skaliert das? Ist das etwas, was überhaupt funktioniert bei uns? Das wollten wir damit erproben. Ihr habt ja gerade die Geschwindigkeit gesehen, es ist ein Tick langsamer. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, das Llama-Modell, was jetzt hier deployed ist, auf der rechten Seite über Confidential Computing, ist 70B groß. Das andere war ein 8x7B-Modell. Genau. Und damit, Max, gebe ich ab an dich. Genau, danke für den Input und der Blick auf diese Anwendung. Wir haben es gerade gesehen, Confidential Computing ist drin und auch noch was mehr, weil wir glauben, um jetzt wirklich in die Skalierung, und zwar diese sichere Skalierung, über die wir heute den ganzen Tag schon sprechen, reinzukommen, wir müssen, glaube ich, auf beides gucken. Wir müssen gucken, wie kriegen wir es skalierbar, sicher und aber auch günstig und bezahlbar hin. Und was sind die Voraussetzungen, die wir dafür schaffen müssen? Und das sind 2 Teile der Antwort, die wir hier haben. Das erste ist eine hybride Architektur.
Und die hybride Architektur, wir haben sie mal hier ganz vereinfacht aufgemalt. Wie sieht eigentlich quasi die Welt hinter dieser eben gerade gezeigten schön grünen Überfläche aus? Und wir sehen hier, mittlerweile haben wir im Rechenzentrum die Anwendung gehostet und haben auch gesagt, das ist der Public Sector. Wir werden immer erstmal gerade in der nahen Zukunft Fälle haben, die auch im eigenen Rechenzentrum bleiben müssen. Das heißt, wir bauen hier rein einen LLM-Hub, wo wir auch Modelle on-premise deployen. Aber wenn wir jetzt auf die genannten Zahlen von 300.000, 400.000 Beschäftigten skalieren, dann wird das hier unten nicht ausreichen oder die Queue ganz schön lang werden und es wird dauern und dauern und dauern. Und das ist genau der Clou, den wir hier als hybride Architektur aufgebaut haben, dass wir sagen, nicht jeder Anwendungsfall, Thomas Tremmel hat es gerade gesagt, gehört auch in den Keller eines Rechenzentrums. Wir haben viele unkritische Anwendungsfälle in der öffentlichen Verwaltung, das heißt, wir können uns weitere Orte suchen. Und das, was wir hier aufgebaut haben ist zu sagen, wir haben LLM-Hub, da ist etwas drin, was intern ist, aber wir ergänzen das um ganz klassische Public Cloud-Angebote. Wenn ich irgendetwas, was öffentliche Daten sind, verarbeiten will, dann brauche ich noch nicht mal Confidential Computing, sondern kann einfach beim Hyperscaler die kostengünstigste und schnellste Variante wählen. Aber wenn es etwas höhere Ansprüche an Souveränität und Sicherheit hat, setzen wir einen weiteren API-Endpunkt hier ein, das ist der von Private Mode AI, und können hier weitere Modelle mit einem höheren Vertrauen, also mit mehr Sicherheit zur Verfügung stellen. Wir haben im Prinzip 3 Orte, wo jetzt am Ende die Daten des Users oder die Daten der Verwaltung verarbeitet werden kann. Ist natürlich die Frage, welche Daten verarbeiten wir wo? Und das ist das zweite Thema. Das zweite Thema lautet Data Governance. Ein alter Hut, ich habe mich gefreut, es gerade als Wunsch hier gehört zu haben, als warme Empfehlung. Wir müssen auch unsere alten, leidigen, etwas trockenen Themen als Hausaufgaben irgendwann lösen und müssen uns um Data Governance kümmern, weil das ist die Voraussetzung, dass wir überhaupt wissen, wo ist der richtige Ort. Und ich würde gerne euch mal mitnehmen auf die linke Seite. Das sind so ein bisschen die Voraussetzungen, die Rahmenbedingungen, die wir hier haben. Wir müssen uns natürlich angucken, was ist die Datenklassifizierung? Worum geht es? Sind es hier Geheimnisse? Sind es personenbezogene Daten? Sind es Verschlusssachen gar, die noch strenger eingestuft werden? Oder sind es sonstige Daten, wie wir sie viele haben, die einfach öffentlich im Internet in der Parlamentsdatenbank oder so zu finden sind? Für die gelten ganz andere, nämlich viel geringere Hürden. Und dann gibt es noch den Datenschutz natürlich, wo wir unterschiedliche Kategorien haben. Das BSI gibt hier viele Empfehlungen raus, aber das BSI sagt nicht, du links, du rechts, sondern das ist ein gemeinsamer Dialog hier unten, IT-Sicherheitsbeauftragten, Datenschutzbeauftragten, Geheimschutzbeauftragten, wir alle kennen die Akteure aus den anderen Projekten. Das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und jetzt müssen wir in einem Projekt oder für weitere Use Cases, wir haben jetzt hier einen Use Case gesehen, den Genius, aber mit so einer Plattform können wir jetzt in die Fachverfahren rein und dort natürlich KI an alle Stellen der Bearbeitung bringen, sei es in die Bürgerinteraktion oder auch in die direkte Unterstützung der Sachbearbeiten, und müssen uns angucken, oben rechts sehen wir es, was sind eigentlich die Datenquellen, um die es hier geht. Und wenn wir Private Mode nehmen, dann ist das LLM Secure LLM as a Service, das heißt, wir schicken einfach nur Token hin und kriegen wieder was vom Modell zurück. Das heißt, wir haben eigentlich 3 Orte, wo was herkommen kann. Ich kann was selber als Prompt reintippen, da muss ich drauf gucken, was schreibe ich da rein. Ich kann selber Dokumente nehmen und hochladen, die werden dann gepasst und dort mit reingegeben. Oder ich schließe natürlich vorhandene Systeme ein. Wenn ich was aus einem Register ziehen muss oder ähnliches, habe ich einen Anschluss an eine bestehende Datenbank. Und jetzt schauen wir eigentlich für jede dieser Datenquellen, was ist der Mechanismus, der hier greift, wie können wir hier den richtigen Vertrauensanker auswählen. Bei vielen Sachen wie vorhandene Datenbanksysteme, die sind klassifiziert, das ist eine regelbasierte Entscheidung. Ich kann sagen, du bist da oder du bist da. Bei manchen kriege ich die Auflage, noch einen Schritt weiter zu gehen, zum Beispiel durch eine Anonymisierung oder Pseudonymisierung, nochmal etwas mehr Sicherheit draufzulegen oder dass wir noch eine KI-basierte Datenklassifikation davor legen, dass wir quasi ein kleines Modell, was noch on-premise ist, nutzen und drauf gucken. Schau dir mal die Daten an, sind da irgendwelche Dinge drin, die zum Beispiel Personenbezug haben, und gib dann nochmal eine Rückfrage oder ein Feedback oder entscheide du, an welchem Ort am Ende die Verarbeitung richtig stattfinden soll. Wir gucken uns auf der nächsten Folie mal diese beiden Sachen, Hybridität und Data Governance, an 3 Beispielen zum Abschluss einmal an. Wie sieht das dann in der Idee aus? Wir haben hier in der ersten Spalte irgendein PDF, was öffentlich verfügbar ist, Tarifspiegel 2024, das ist sonstig, das hat keinen Schutzbedarf. Wir können einfach damit in die Public Cloud gehen, es ist egal, es sind öffentliche Daten.
Dann habe ich vielleicht aber eine Bürgeranfrage, auf die ich einen Antwortvorschlag generiert haben möchte durch ein Sprachmodell. Da weiß ich, Bürgerdaten, da ist immer irgendwo ein bisschen Personenbezug mit drin. Wir haben den Schutzbedarf hier und das wäre, glaube ich, ein perfekter Case, wo wir drauf schauen können, Confidential Computing als Alternative zur Public Cloud. Und abschließend, wenn es in den Bereich Verfassungsschutz, die junge Alternative jetzt geht als so ein Beispiel, da sind personenbezogene Daten, politische Überzeugung und Verschlusssache irgendwie drin, dann wird es noch eine Weile dauern, bis das in irgendeiner Cloud landet. Das landet wahrscheinlich erstmal weiterhin im eigenen Rechenzentrum. Wie wir jetzt dazu kommen, ob diese 3 Pfeile unten an der richtigen Stelle rauskommen, Arne, da übergebe ich wieder einmal an dich. Tust du das? Okay, also genau, wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit, sehe ich gerade. Also wir könnten sehr lange noch reden. Für mich ist die Kernfrage, ich habe die auch gerade schon aufgeworfen, ist, warum ist das alles nicht schon längst schon da? Also meine Aufgabe ist es, KI in Nutzung zu bringen. Also ich will der Verwaltung ermöglichen, KI zu nutzen, da wo sie es braucht. Und ich habe vorhin gesagt, für mich ist das kein technisches Problem, sondern vielleicht sogar ein Vertrauensproblem, also ein Confidential Computing hat ein Confidentiality Problem vielleicht. Also, weil niemand genau weiß, was verbirgt sich dahinter in der Verwaltung. Also, meine erste Frage war, cool Leute, können wir das nutzen? Da kam die Antwort, kennen wir nicht, haben wir noch nie was von gehört. Und wer muss das entscheiden? Das ist auch nicht klar, das ist dann ganz diffus auf einmal und man hat nicht einen klaren Ansprechpartner, der sagt, das und das musst du machen, dann ist das erfüllt und dann kann man das machen, sondern es ist sehr obskur irgendwie, also nicht greifbar, nicht angreifbar und das macht das Ganze so ein bisschen schwierig und das haben wir als Anlass genommen, aufzulösen. Also wir wollen das ja nutzen. Wir wollen in die Cloud gehen können. Und wenn Confidential Computing dafür einen Beitrag leisten kann, und da bin ich fest von überzeugt, dann sollten wir da alles für tun, damit das möglich wird. Deswegen haben wir uns mit Partnern auf den Weg gemacht, genau diese Wissenslücken zu beheben. Und wir machen das nicht alleine, das ist ganz wichtig. Also wir sind auch insgesamt in dem Themenfeld gar nicht alleine unterwegs, sondern wir machen das getrieben vom Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, gemeinsam mit der Edgeless. Die EYs unterstützen uns da total, sind auch mit dem BSI da in Kontakt und mit den Capgeminis auch, die das mitbegleiten. Aus der Verwaltung selbst gibt es aber auch Bewegungen, die tatsächlich da dran sind, also wie die Bundesagentur für Arbeit, die sich im Grunde das Constellation-Produkt ja anschaut. Wir schauen uns vor allen Dingen 2 Sachen an. Erst einmal müssen wir herausfinden, was spricht dagegen. Also was sind die regulatorischen Bedingungen, die wir lösen und klären müssen, um das halt verwenden zu können. Und das Zweite ist, wir gucken uns die Technik an, um nachhalten zu können, ob das, was die Technologie verspricht, auch das hält, damit wir sicher in die Cloud gehen können. Genau, damit ende ich auch schon. Was vielleicht noch wichtig ist, ist, dass die Ergebnisse, die wir erzielen, auf jeden Fall veröffentlichen werden. Also mir geht es darum, dass so möglichst viele Menschen das nachher nutzen können und von den Erkenntnissen, die wir da produzieren, profitieren. Wir gehen davon aus, dass wir im Mai erste Ergebnisse, okay, Juni erste Ergebnisse haben werden genau, werden dann dementsprechend darüber auch berichten, veröffentlichen und das möglichst breit streuen, damit halt eine Nutzung möglich wird. In dem Sinne, Max, hast du noch was? Ende ich dann knapp über der Zeit und gebe zurück an dich.